Insolvenzrecht ist, was am Ende des Tages vom Privatrecht übrig bleibt. Dieses Rechtsgebiet ist durch eine beispiellose Dynamik und Entwicklung gekennzeichnet, die Wandlung von einem auf Liquidation gerichteten Recht zu einem modernen Restrukturierungsmechanismus. Können Sie uns schon einen Einblick geben, was wir denn bei Ihrem Vortrag in etwa hören werden? Wir werden einen breiten Bogen spannen, beginnend mit der historischen Entwicklung, zurück bis in die Zeit des römischen Rechts, bis hinauf in die neueste Zeit, rezente Entwicklungen im Recht der Europäischen Union. Selbstverständlich werden wir die internationale Entwicklung in den Blick nehmen und selbstverständlich natürlich auch die nationale Entwicklung in Österreich. Jetzt hat sich die Corona-Pandemie ja nicht nur zu einer Gesundheitskrise entwickelt, sondern letztlich auch zu einer Wirtschaftskrise. Schlägt sich das jetzt auch schon in vermehrten Insolvenzverfahren nieder? Überraschenderweise nicht. Ganz im Gegenteil, wir haben derzeit deutlich niedrigere Zahlen als vor Corona. Die Zahlen sind nach wie vor etwa 1/3 bis teilweise sogar die Hälfte niedriger, als sie vor Corona war. Und im Kern geht unser Insolvenzrecht, unser Insolvenzverfahren auf das Jahr 1914 zurück. Ist das dann jetzt überhaupt noch zeitgemäß, um mit dieser Krise zurechtzukommen? Sie sagen ganz richtig, im Kern ist unser Gesetz über 100 Jahre alt. Wir hatten aber ganz große Reformen. Seit 2010 kann man einen Paradigmenwechsel konstatieren. Die letzte große Reform, getrieben durch eine EU-Richtlinie, fand erst heuer im Sommer statt und selbstverständlich werden wir darüber auch ausführlich sprechen. Wie groß ist dann generell die praktische Relevanz des Insolvenzverfahrens, des Insolvenzrechts? Die praktische Relevanz ist enorm. Vielleicht 2 Zahlen dazu. Wir haben etwa 3 Milliarden an Unternehmensverbindlichkeiten im Jahr. Wir haben etwa 1 Milliarde an Verbindlichkeiten in Privatkonkursen. Wir haben etwa vor Corona 5.000 Unternehmensinsolvenzen im Jahr gehabt und knapp unter 10.000 Privatkonkurse. Jetzt in der Corona-Zeit sind die Zahlen, wie vorher schon angedeutet, etwas niedriger.